bin gerade auf dem Weg in den Urlaub und habe Marie-Isabel davon erzählt, dass ich auf dem Weg dahin immer ein paar Leute besuche. Auf diesem Weg führt mich in Hamburg vorbei. Da besuche ich einen guten alten Freund von mir, den Bengt Lange vom Two-Stroke Loft. Mit dem kenne ich seit Jahren von der ESC. Da hat Marie-Isabel mich natürlich bequatscht, dass ich sie mitnehme. Und dann gucken wir uns heute mal das Two-Stroke Loft an. So, jetzt haben wir uns gerade mal aus der Komfortzone in den aktuellen Wirkungsbereich bewegt, hier in eurer Werkstatt. Hier findet also alles statt, was an Schrauberaktivitäten abläuft. Aber auch ein Grund unseres Besuches ist natürlich die Erstellung von dem Ukraine-Banner, die ihr erstellt habt, die wir halt auch bei uns im Shop und bei euch im Shop verkaufen. Und mit diesen Bannern können wir halt zeigen, dass wir uns der Ukraine solidarisch zeigen, und der Erlös aus den Bannern geht halt der Ukraine zu. Soll humanitären Zwecken dienen, und ich glaube, wir haben derzeit verkauft 966, irgendwas in der Größenordnung. Habt ihr eine Stückzahl, die ihr rausgetan habt? Wir können ja erstmal damit anfangen, dass wir ganz viele positive Rückmeldungen in Form von Mail, Instagram-Kommentaren, Facebook-Anschreiben, Messenger-Dienstsachen, über Telegram ganz viele positive Rückschlüsse von den Menschen gekriegt haben, die diese Banner bei uns oder bei euch, das wissen wir nicht so genau, weil wir haben das ja so gemacht, dass wir eigentlich ja nur klein auftauchen, hier unten oder so hier und ihr da, und dass man das meistens auf den Bildern gar nicht sieht, wenn der Banner da ist. Also wissen wir gar nicht genau, woher Banner woher kommt. Aber wir können von unserer Seite aus sagen, dass wir schon über 1000 haben. Wir sind bei 1200, ich glaube 39. Ich will jetzt nichts ganz Falsches sagen, aber so in der Größenordnung. Ja. Hatten 1300 gemacht. Also ein ganz paar haben wir im Moment noch hier. Ja. Wir können natürlich jederzeit nochmal welche nachproduzieren, aber ganz ehrlich gesagt fänden wir das im Moment besser, wenn das nur noch über das Scooter Center läuft, weil wir ja jetzt hier in unserem eigentlichen Wirkungsbereich gerade stehen, wo wir echt was zu tun haben. Ja. Das heißt also, es sind ungefähr 2000 Banner unterwegs, und wir würden uns ganz stark über Zusendung von euch freuen mit Bildern von eurem Roller, von eurem Club. Stellt die Roller in eine Reihe, macht ein schönes Bild, sorgt dafür, dass das gesehen wird, weil darum geht es eigentlich, dass das wahrgenommen wird, auch von Menschen, die nicht Vespa fahren, dass einfach ein Bewusstsein und eine Kenntnisnahme davon erfolgt, was da gerade abläuft, und dass man sich dadurch auch beteiligen kann in irgendeiner Art und Weise halt, dass die Hilfen in die Ukraine halt ankommen. Genau, zeigt euer optisches Zeichen, euren Roller mit dem Banner, und am besten postet ihr das unter dem Hashtag Solibanner_VCOU. So, wir haben das mal ganz professionell aufgeschrieben hier. Danke, das wisst ihr, dass ich es abgelesen habe. Hat er nicht. Wow. Bengt Lange, Marc Albrecht, ihr seid die Betreiber vom Two-Stroke Loft, und erzählt einfach mal ein bisschen, wie ihr zu der Geschichte gekommen seid. Da sieht man schon den ersten lustigen. Wir beide haben eigentlich eine gute Idee, die wir beide umsetzen wollen. Wir wollen etwas anderes als eine Werkstatt schaffen. Wir wollen eine Community der Rollerfahrer schaffen, und haben nach 32 Jahren Rollerfahren in der Gruppe alleine auf vielen Treffen gesagt, Hamburg ist reif für eine neue Schaltroller-Werkstatt, ein Two-Stroke Loft. Dieser Name entwickelte sich irgendwann. Für uns war das ganz klar. Andere fragten uns mal, Stroke, macht ihr einen Herzinfarkt? Nein, aber es ist eine Herzensangelegenheit. Ab dem 16. Februar 2021 haben wir hier ganz offiziell die Tour geöffnet und haben aber eigentlich schon seit August, September 20 angefangen, die Räumlichkeiten so herzurichten, dass wir dann im Februar wirklich aufmachen konnten. Es war leider auch so, man darf ja in Deutschland nicht einfach eine Werkstatt aufmachen. Auch wir mussten die Schulbank nochmal drücken, mussten ein paar Prüfungen machen, damit wir offiziell als Fachwerkstatt arbeiten durften. Wir haben jetzt die Möglichkeit, alles an Vespa zu schrauben und zu machen, egal ob Automatik oder ob Schaltroller. Zurzeit machen wir im Loft aber nur Schaltroller, weil wir beide so alt sind, dass wir nur Schaltroller fahren. Also wir sind ja hier in Hamburg in der Stadt, wo es einfach unerschwinglich ist, sich eine eigene Garage zu holen.
geschweige denn, dass man überhaupt eine bekommt. Und dann unser erster Gedanke bei der Gründung des Lofts war sowieso eigentlich viel mehr Community. Dann hatten wir aber nicht bedacht, dass wir ja Corona haben, dass das gar nicht so stark geht, wie wir das wollen. Das heißt also, bietet dann auch den Kunden, die bei euch ankommen und vielleicht einfach mal auch schrauberische Hand, also abgesehen vom Kaffee trinken, Zeit vertreiben, schrauberische Hilfe brauchen. Das ist dann also wirklich auch ein Schrauben miteinander. Das heißt, die Kunden kommen rein und ihr schaut euch zusammen mit denen die Fahrzeuge an und legt auch Hand an oder gibt auch Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, es gibt da natürlich den einen, der nur eine Schraube gelöst haben will und dem, der das fast alleine können, aber es fehlt entweder das Werkzeug oder auch ein bisschen Know-how, aber sie möchten es auch mal selber machen und dann können die hier anfangen und kriegen von uns ab und zu mal den Blick über die Schulter, das Schulterklopfen, dass sie das, was sie da gemacht haben, auch richtig gemacht haben oder dass wir sie vor größerem Schaden und späterem Geld ausgeben bewahren, dass wir sagen, stopp, das geht anders, dafür gibt es ein besseres Werkzeug, dafür gibt es hier eine Hilfe und dafür brauchst du 2 Leute oder solche Sachen. Also einfach schrauberisches Händchen halten. Ja, das war so das Konzept des Community-Gedankens. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei euch sein durfte, dass wir mal einen Blick hinter die Kulissen werfen durften und würde euch doch super gerne zu unserer Custom Show einladen im September. Könnt ihr auch gerne verteilen. Wir verteilen das. Wir verteilen das. Kommen mit Sicherheit gerne und mit mindestens 1 bis 5 Fahrzeugen. Alles klar, dann sehen wir uns dann. Ich bedanke mich bei euch, habt eine gute Zeit, macht weiter so und viel Spaß. Dankeschön!